Jedes Jahr kriegen wir neue revolutionäre Technik mit schaurigen Preisschildern vorgesetzt. Und doch müssen wir jedes Jahr mit ansehen, wie Videospiele technisch nicht nur auf der Stelle treten, sondern gerne auch mal Rückschritte machen. Über 10 Jahre alte Games sehen häufig besser aus als der neueste Blockbuster, der sämtliche neue Technologien integriert hat. Und je schlechter die Spiele aussehen, desto leistungsstärker muss deine Hardware sein. Grafiksprünge gibt es heutzutage nicht mehr. Allenfalls verschieben wir den Grafikrollator noch um die nächsten 15 cm. Wirkliche beeindruckende Sprünge haben wir schon seit fast 20 Jahren nicht mehr erlebt. Fragt man alteingesessene Gamer, welcher Sprung für sie am überwältigsten war, fällt meistens der Sprung zu 3D als erstes. Final Fantasy 6 zu 7, Metal Gear zu Metal Gear Solid, Yoshi's Island zu Super Mario 64. Nahezu ebenso viele Videospielfans denken aber ähnlich über den Sprung in die nächste Generation, die alles Etablierte derart verfeinert hat, dass es wieder zu einer völlig neuen Welt wurde. Metal Gear Solid 1 zu 2, GTA 2 zu GTA 3, Resident Evil 3 zu Resident Evil 4, Super Smash Bros. Zu Super Smash Bros. Melee nur 2 Jahre später. Für den PC war das Jahr 2004 buchstäblich bahnbrechend, denn es stellte nicht nur Half-Life 2 vor, sondern auch Doom 3 und das wunderschöne Far Cry, allesamt technische Wunderwerke. Die Belichtung war revolutionär, die Charaktermodelle, die Physik, die Texturen, das Sounddesign. Gleichzeitig wird das aber auch zum Zeitpunkt, ab dem sich Prioritäten in eine bedenkliche Richtung verschieben. Man merkt inzwischen deutlich, dass Videospiele nicht mehr das künstlerische Werk von Nerds sind, die herumalbern und ihren Spaß haben, sondern dass sich hier die größte Unterhaltungsindustrie der Welt etabliert. Studios werden zu Firmen. Das erste Far Cry sieht zu seiner Zeit zwar überwältigend aus und überzeugt auch mit seinen Shadern sowie Physik, doch vergessen die Designer eine essentielle Regel beim Entwerfen von Spielewelten: das kohärente und einheitliche Design von allem. Während du bei Kohäsion von einer Übereinstimmung oberflächlicher Elemente wie der Grafik und grundlegenden Mechaniken sprichst, geht es bei der Kohärenz um die darunterliegenden Ebenen. Die Designentscheidungen, die eine beabsichtigte Aussage treffen möchten und das künstlerische Ziel des Designers verfolgt. Wenn du fancy Mods in Minecraft einfügst, sieht das auf den ersten Blick vielleicht cool aus, beißt sich aber letztlich mit der eigentlichen Spielwelt. In Far Cry hast du zwar eine wunderschöne offene Welt, es gibt aber ebenso schlampige Texturen und mit den Charaktermodellen kann man auch keinen Preis gewinnen. Hier beginnt das Umdenken in den zu Firmen verkommenen Studios, dass die Wahrnehmung in der breiten Masse weniger auf besagte Kohärenz anspringt und mehr auf einzelne eindrucksvolle Ausschnitte. Umwerfende Screenshots auf der Packungsrückseite und atemberaubende Trailer, alle emotional aufgeladen, farbkorrigiert und von Marktdaten untermauert. Grafik beginnt nicht mehr die Jagd nach dem nächsten großen Sprung zu sein, sondern verkommt zunehmend zu nichts mehr als einem Marketingwerkzeug. Um 2008 herum machen wir dennoch einen weiteren großen Sprung, denn das HD-Zeitalter lässt erneut einige Kinnladen herunterklappen. Wenn Metal Gear Solid von 3 zu 4 springt, Halo 2 zu 3, Gears of War 3 zu 4 und GTA San Andreas zu GTA 4. Crysis wird zum ersten Spiel, das besser aussieht als seine Trailer und sich auch noch heute, 19 Jahre später, nicht verstecken muss. Im Laufe des Lebenszyklus dieser ersten HD-Konsolen und speziell zum Ende hin kriegen wir Spiele serviert, die sich nicht überwältigend weiterentwickelt haben zu allem, das man schon vor Jahren gesehen hat. Nahezu sämtliche grafischen Verbesserungen beschränken sich auf Shader und Bildfilter. Der Shader ist gewissermaßen ein kleines Programm, das auf deiner Grafikkarte läuft und bei jedem Objekt in der Spielwelt die Farbe und Belichtung oder auch Glanz berechnet. Durch sie sieht Metall wie Metall, Stein wie Stein oder Haut wie Haut aus. Auch Spezialeffekte wie Explosionen, Nebel und fließendes Wasser fallen auf sie zurück. Spezielle Formen wie Vertex-Shader können 3D-Objekte auch verbiegen und verformen, beispielsweise wenn sich Gras oder Flaggen im Wind bewegen. Man stoppt die Innovation an allem, das nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit zu mehr Verkäufen führt. Spiele werden zunehmend casualisiert, für eine noch breitere Masse zugänglich gemacht. Eine Masse, in der die Ahnung und Erfahrung von und mit Videospielen so drastisch abnimmt, dass man zunehmend oberflächlicher werden kann, ohne dass es diesen Spielern auffällt. Sowohl grafisch als auch inhaltlich.
Bewährte Konzepte werden immer und immer wieder recycelt, Remakes und Remaster erscheinen am laufenden Band und größtenteils mit genauso wenig grafischen Weiterentwicklungen wie jährliche Franchises. Die meisten Spieler legen keinen Wert darauf und gerade die Publisher sind froh, wenn sie möglichst wenig in Innovation investieren müssen. Das ist dieselbe Zeitspanne, in der Konsolen ihren Reiz verlieren, weil sie unter ihrer Haube essentiell identisch sind. Dümmere PCs mit den identischen Spielen. Dieser Fokuswechsel und das Umdenken von der Kohärenz zur Kohäsion, um die simplen Anforderungen der Gamerschaft zu befriedigen, führen nicht nur zu einer technischen Stagnation, sondern auch zu einem Anstieg der Systemanforderungen, um Grafikbretter wie Battlefield 3 und Modern Warfare 3 spielen zu können. Und in diesem Loch befinden wir uns nach wie vor. Die Spiele werden nicht hübscher oder optisch beeindruckender, aber die eng mit Publishern zusammenarbeitenden Hardware-Anbieter müssen ja trotzdem weiter Umsatz generieren und neue, unverschämt bepreiste Produkte an den Mann bringen. Während du vor 10 Jahren mit einem Gigabyte an Videospeicher wirklich schicke Games zocken konntest, brauchst du heutzutage 6 GB, um Star Wars Outlaws zu zocken. Das liegt nicht nur daran, dass beinahe unsichtbare Verbesserungen hinter den Kulissen gepusht werden, wie eine höhere Anzahl an Polygonen, sondern auch, dass es keine Optimierung mehr in irgendeiner Form gibt. Während Entwickler früher noch aufgrund von Hardware-Limitierungen kreativ werden mussten, um so viel wie möglich aus ihrem Spiel herauszuholen und es gleichzeitig so effizient zu verpacken, dass es auf eine CD passt und flüssig läuft, gibt es im Zeitalter der Downloads und Day-One-Patches keine Limitierung mehr. Das Studio von Clair Obscur ist eines der wenigen, das sich die Mühe macht, ungenutzte Elemente und Texturen aus dem finalen Spiel zu entfernen, um die Spieldatei signifikant zu verkleinern. Kein Wunder, wenn sich das Mindset ändert von wie können wir das visuell beeindruckender machen zu welche Software können wir nutzen, damit selbst unterbezahlte Praktikanten etwas Beeindruckendes hinzaubern können. Ich find's ja super, dass wir technisch inzwischen die Möglichkeit haben, dass nahezu jeder ein Spiel entwickeln kann, das optisch auf den ersten Blick nach einem AAA-Spiel aussieht. Aber natürlich ist auch das ein zweischneidiges Schwert, weil die großen Studios und Publisher mit ihren Aktionären nun lieber die erfahrenen und teuren Senior-Programmierer und Designer rauswerfen, damit ihre Arbeit stümperhaft, aber ausreichend von Berufsanfängern und Quereinsteigern übernommen werden kann. Grundpfeiler für diesen Ansatz sind die 3 elementaren Grafikrevolutionen der letzten 8 Jahre. Upscaling lässt dich mit niedriger Auflösung spielen, während deine Grafikkarte dir vormacht, dass alles wunderschön ist. Mit Frame Generation macht dieselbe Grafikkarte dir vor, dass alles flüssig läuft, und mit Technologien wie Ray oder Path Tracing lässt sich Licht mit einem Bruchteil des Aufwands implementieren. Und mit einem Bruchteil der durchdachten Absicht dahinter. Nichts davon macht Spiele besser, wohingegen alles davon schlechtes oder zumindest faules Spieldesign kompensiert. Und je mehr man schnell und bequem kompensieren kann, umso schlechter werden Spiele optimiert und ausgearbeitet und umso mehr Grafikkarten kann man verkaufen. Entfernt man im Silent Hill 2 Remake den Nebel, wird man feststellen, dass darunter die gesamte Stadt gerendert wird. Wofür? Historisch gesehen ist der Nebel im ersten Silent Hill einzig und allein zu dem Zweck erstellt worden, um zu verstecken, dass außerhalb des Sichtkegels noch nichts geladen ist. Darauf zu verzichten, ist nichts anderes als faules Game Design. Welches über 10 Jahre alte Spiel würdest du sagen, sieht heute immer noch besser aus als die meisten aktuellen Games? Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, stellt Nvidia erst kürzlich ihre KI-angetriebene DLSS 5 Technologie vor. DLSS steht für Deep Learning Supersampling und greift den Gedanken von vorhin wieder auf. Um die Grafikkarte zu entlasten, verzichtet man darauf, 60 Mal die Sekunde ein 4K-Bild zu erstellen. Stattdessen arbeitet das Spiel mit einer deutlich niedrigeren Auflösung und eine trainierte KI füllt die fehlenden Pixel intelligent auf, glättet Kanten und ergänzt Details, wie zum Beispiel auch Raytracing. Speziell mit DLSS 5 macht Nvidia sich aber zur Lachnummer in der Gamerschaft, denn obgleich sie infolge des Shitstorms noch einmal ausdrücklich betonen, dass ihre Technologie die Geometrie und die Texturen unangetastet lässt und im Grunde genommen nur das Lichtspiel beeinflusst, wird anhand der gezeigten Beispiele schnell klar, dass das nicht der Wahrheit entspricht.
Grace aus Resident Evil Requiem sieht nicht mehr so aus, als würde sie den Mordplatz ihrer Mutter besuchen, sondern als hätte sie ein Date mit Leon und würde ihn noch an diesem Abend überreden wollen, kleine Zombie-Killer zu zeugen. Abgesehen vom Lippenstift haben ihre Haare jetzt auch einen Ansatz, Lippen und Augen eine andere Form. Und dass alles heller und sauberer aussieht, kommt gerade einem Horrorspiel auch besonders zugute. Haare, wo zuvor keine waren, sind plötzlich da und das alles hat nach meinem Verständnis nichts mehr mit Belichtung zu tun. Aber über die können wir selbstverständlich auch gerne sprechen, denn was essentiell passiert ist, dass jedes Gesicht nun von mindestens 2 Halogenstrahlern angeleuchtet wird und aus allen Poren zu schwitzen beginnt, was für diesen wundervollen, allgegenwärtigen Glanz sorgt. Außer der Charakter ist alt, dann verdreifacht man stattdessen die Anzahl und Tiefe der Falten. Um diesen neuen Sprung in ihre Technologie zu bewerben, holen sie sich langjährige Partner wie Capcom, Tencent, Warner Bros., Bethesda und Ubisoft an Bord, die sich für dieses Wunder verbürgen und betonen, wie begeistert auch die eigenen Entwickler davon sind. Dummerweise kommt kurz darauf heraus, dass genau die von DLSS 5 überhaupt erst erfahren, als Nvidia es der gesamten Öffentlichkeit vorstellt. Mit ihren verschandelten Spielen als Aufhänger. Im Umkehrschluss, trotz der engen Partnerschaft mit dem Publishern hat man die Entwickler, die letztlich mit dem Programm arbeiten müssen, überhaupt nicht einbezogen. Weder beim Aufbau der Präsentation noch überhaupt bei der Entwicklung des Produkts. Wahrscheinlich, weil es eben nicht für Entwickler gedacht ist, sondern für ahnungslose Studenten, die ihren Platz einnehmen sollen. Angeblich soll DLSS 5 noch so viel mehr als überzogene Belichtung und schlampige Make-up-Tutorials können. Das liegt ganz in den Händen der Entwickler, so Nvidia. Sie können es nutzen, müssen es aber nicht. Das will ich sehen, dass wenn ein Publisher so eine teure Lizenz einkauft, dass es den Mitarbeitern dann freigestellt ist, darauf zu verzichten. Was ich aber auch noch sehen möchte, ist, was es denn noch so alles kann, wenn es denn so vielseitig ist. Die Beispiele zeigen nichts mehr als Zwischensequenzen, die einen Filter aufgeschlagen bekommen, der sie nach KI-generierter Instagram-Werbung aussehen lässt. Wie verhält sich das Ganze im dynamischen Gameplay? Funktioniert es da überhaupt? Wenn man nicht nur Fotorealismus, sondern auch andere Stile damit umsetzen kann, warum zeigt man das dann nicht? Wieso zeigt man stattdessen nur, was wir Gamer schon seit Jahren zur Genüge sehen, dass alles gleich aussieht? Und warum zeigt man nur bestehende Projekte, die nachbearbeitet werden und zu denen die Öffentlichkeit ohnehin bereits voreingenommen ist? Die führenden Unternehmen wollen nachweislich weiter in die Richtung gehen, die die Industrie bereits seit Jahren ausbremst. Fotorealismus. Gleichzeitig wollen sie die langen und teuren Projekte aber kürzer und günstiger machen und nehmen dafür diese KI-Katastrophen dankend an, die uns nicht nur gefühlt wieder vom Fotorealismus entfernen, sondern auch betont die Absicht von Künstlern unterwandert, auf die man in Zukunft aber augenscheinlich ohnehin verzichten möchte. All diese Schärfe und all die Details, die nochmal nachgeschärft werden, sind ohnehin nichts, das unser Hirn verarbeiten kann. Das ist in der Regel auf eine Aufgabe fokussiert und versucht all das Rauschen drumherum auszublenden. Je mehr Rauschen, desto anstrengender wird es. Je höher das Level an Details ist, umso schwerer ist auch zu erkennen, wohin man gehen soll oder womit man überhaupt interagieren kann. Das erfordert dann wieder ein Herunterdummen des Spielinhalts mit Linearität oder Minimaps, Kompassen, Zielmarkern oder gelber Farbe. Genauso wie bei der Produktion der meisten großen Videospiele vergessen wird, dass ein einheitliches Bild auch zu einer einheitlichen Ästhetik führt, so vergisst man inzwischen auch, wie wichtig Negativraum ist, der es einem erleichtert, sich auf etwas Essentielles zu konzentrieren, das gerade passiert. Stattdessen sollte unser Hirn sich mit seiner Fantasie beschäftigen dürfen. Je mehr eine Spielwelt schließlich enthält, desto weniger muss unsere Vorstellungskraft ausfüllen. Fotorealismus nimmt uns die Möglichkeit, einen Teil von uns selbst in das Spiel zu injizieren. Ähnlich wie bei einer Partie Dungeons & Dragons, wenn der Spielleiter 3D-Modelle sämtlicher Räume, Gegner und NPCs mitbringen würde. Warum konzentriert man sich nicht darauf, Videospiele realistischer zu machen, anstatt sie nur realistischer aussehen zu lassen? Wieso ist eine Pappschachtel oder 3 Plastikkisten ein unüberwindbares Hindernis, das an meiner Immersion nagt? Wieso sind auch heute noch die meisten Umgebungsgegenstände kugelsicher, egal ob Wände, Mobiliar oder Glasscheiben? Das sind Evolutionen, die ich mir wünschen würde.
Grafik alleine kann vielleicht etwas gut aussehen lassen, aber es kann es nicht zu etwas Besonderem machen. Grafik benötigt Technologie. Ein einzigartiger Stil hingegen erfordert Talent und Risikobereitschaft. Wenn du das Risiko hingegen eingehen willst, dann findest du hier 15 weitere Gründe, warum moderne Games eigentlich wirklich furchtbar sind. Ganz im Gegenteil zu meinen wundervollen Kanalmitgliedern Retroiger, Michael, Robin, Mick ist mein Nick, Dr. Tatwaffel, muss mal was sagen, P9608, Lurgas, Bibi, Sentinel, Prinz Puma, Cybugs, Katz, Venceslas, Blablub, Walz, Jürgen und Lucaria. Vielen Dank für euren Lord-Support.